Ihr lieben Fische, willkommen zu eurem Monatsorakel oder Monatsausblick für euer Kollektiv für den November. Ja, das kann ja sein, dass es hier sehr emotional wird, dass ihr euch über eure Gefühle austauscht. Etwas, das an euch nagt oder einen Schatten mit, ja, aufwirft, würde ich sagen. Es kann jetzt in Liebesthemen sein oder auch in familiären Dingen, möchte gerne auskommuniziert und auch verändert werden. In eine schöne Energie gedreht werden. Ihr habt hier sogar die Möglichkeit, gute Nachrichten zu erwarten. Klärungen, Entscheidungen sind auf dem Weg. Und zwar auf dem kurzen Weg. Hier gibt es einiges, das ihr so hindreht, dass es wieder unter einem guten Stern steht. Das können Dinge sein, die lange in der Stagnation waren oder wo sich lange nichts bewegt hat. Da sieht man jetzt ein Vorankommen. Es geht darum, dass sich dir eventuell ein Stachel zeigt aus der Vergangenheit. Das können Personen sein, das können Mutterthemen sein, Familienthemen. Aber bei dir liegt die große Chance einer Erkenntnis drin. Denk dann dran, ein Trigger kommt nur, um dich zu erinnern, im Prinzip auch, wie weit du schon bist bei den Themen, inwieweit du etwas stehen lassen kannst oder inwieweit du nicht mehr reagierst. Ich habe hier Kontakte, die können mit Freunden sein, mit Menschen, mit denen du eine gute Verbindung hast. Treffen auch, ne? Es kann sich jemand bei dir melden, der etwas weiter von dir weg wohnt oder sogar im Ausland. Da sehe ich so liebevolle Kontakte, Veränderungen, wieder mehr zusammen, ja. Eine schöne Überraschung irgendwie mag das sein. Ich sehe dich auch sehr viel unterwegs sein für deine Dinge. Und irgendwas dreht sich hier auch im Beziehungsleben. Du hast hier die Möglichkeit, schöne Verbindungen einzugehen. Etwas, was an dir nagt oder genagt hat. Es kann ja auch so ein Beziehungsblues sein. Wird sich von der Energie her für dich ins Gute verändern, ne? Für einige von euch habe ich das in Beziehungsthemen so eine Art Wiederannäherung stattfindet. Entweder du machst tatsächlich das Herz richtig auf für deinen Partner oder jemand, der gerade nicht greifbar für dich ist oder von dem du dich getrennt hast, kommt dir wieder über den Weg. Das kann hier im Außen sein. Und an sich hast du die Energie auch für ein gutes Körpergefühl, würde ich es mal nennen. Hier kann auch sein, dass die körperliche Ebene eine große Rolle spielt bei der Anziehungskraft zu einem bestimmten Menschen. Und an sich sehe ich die Fische so, wie nennt man das, wieder Verbindung aufnehmen, Trennungen oder getrennte Elemente wieder zu verbinden und sich zu überlegen, wo sie sich an sich mehr öffnen oder wo Wege entstehen, die auf Dauer tragen und gute Energien mitbringen. Es kann hier tatsächlich auch sein, das Überwinden von speziellen Trennungen, ne? Dass dieser Blues hier zu Ende geht. Die Entscheidungen, die du hier triffst oder die sich plötzlich als Option in dein Feld stellen, da tauschst du dich aus, sehe ich. Also du fragst um Rat oder du überlegst mit jemand gemeinsam, aber hier liegt es eigentlich so, dass es dein Weg ist und dass es
du dich da nicht irgendwie ausbremsen lässt von irgendjemand, der meint, es besser zu wissen. Also denke daran bei Kontakten, dass du dich da nicht mitreißen lässt, obwohl du was anderes denkst oder fühlst. Falls du hier irgendwas mit Behörden hast, so zeigt sich hier ein kleiner Erfolg. Möglicherweise wird dir hier etwas gut geschrieben. Eine positive Wende ist zu sehen. Und falls du selbstständig bist im Arbeitsbereich, dann hast du hier auch gute Möglichkeiten, auch hier vielleicht mit jemandem zusammen was auf die Beine zu bringen. Da haben wir jedenfalls den guten Stern drüber. Du wirst aber hier auch sehr viel geben dafür. Hier bei dir kann sein, lieber Fisch, dass du, ja, ich würde mal sagen, das Thema Nähe, Distanz und Unabhängigkeit und Abhängigkeit getriggert kriegst. Und wie gesagt, hier ist es dir hier möglich, einen schönen Ausgleich zu kriegen irgendwie, ne? Also du hast hier deine Prinzipien und du weißt, was du willst und darfst dir auch selbst gegenüber sehr loyal sein. Für einen oder anderen kann hier auch sein, dass sie einen Menschen aus der Vergangenheit, einen Ex-Partner wieder treffen und da nochmal Klärung stattfindet. Ich nenne es jetzt mal Klärung. Als Krafttier, lieber Fisch, habe ich für dich den Hund gezogen. Und hier geht es natürlich hier auch schon um die Eigenschaften von Freundschaft, Loyalität, Treue, von wahren Wegbegleitern auch. Und es geht darum, dass du alles meistern kannst auf deinem Lebensweg. Du bist geschützt, geborgen, umgeben von Menschen, die dich auch mittragen können. Manchmal sind es auch nur wenige. Und immer wenn du dich verlassen, ungeliebt oder vergessen fühlst oder irgendwie die Einsamkeit auch an dir nagt, ne? Das passt sehr gut. Vielleicht auch alte Erinnerungen. Ich dachte ja hier schon, dass du mit irgendeinem Trigger konfrontiert wirst und es sagt eben dieses Krafttier auch aus. Und da kommst du so ins Reflektieren, ne? Wo wird man verurteilt? Wo sind wir zu hart gegen uns selber? Und wir gucken hier, laufen auf und ab und fragen uns, warum ich oder warum ist mir überhaupt irgendetwas passiert, das jetzt noch so eine Kraft hat. Und deshalb zeigt sich der Hund in deinem Leben, um dich nach draußen zu führen, ans Licht, ne? Wenn du einen Hund hast, musst du raus und so ist auch das von den Eigenschaften her. Und im Prinzip eilt der Hund an deiner Seite, um deinen Blick auch zu weiten, deine Sinne zu schärfen, deine Wahrnehmung zu stärken und dich wieder zu verbinden, auch mit der Natur und der geistigen Natur. Und ganz wichtig ist hier, wenn du dir die Eigenschaften des Hundes anguckst, ne? Der respektiert deinen freien Willen, der lässt dich das Tempo vorgeben, der ist geduldig, der wartet, bis du Zeichen gibst und er schenkt dir Mut und Kraft im Prinzip, deinen eigenen Weg zu gehen. Wir gucken mal, welche Pflanze dich begleitet für den November. Der Mond. Tanze mit dem Leben. Mond vereinigt Gegensätze, Zartheit und Kraft und schenkt den Schlaf des kleinen Todes, des Vergessens, um neu geboren zu werden. Hier hast du ja, dass dich irgendwas, was dich triggert, hier sehr gut umwandeln kannst, also dass du etwas auch weglassen kannst, vergessen kannst und beginnst hier wieder neu mit Dingen, die vorher gehindert waren. Ihr lieben Fische,
Ich wünsche euch einen schönen November. Ich drücke euch bis bald.